Hallo liebe Kunstfreunde, ich bin's wieder, die Anne Pross von Anne Pross Kunst. Heute habe ich mir ein Aquarellpapier hergenommen, das ich letzthin schon bemalt hatte. Das war nur eine Probe und das kann ich jetzt wieder benutzen, indem ich einfach mit schwarzem Gesso da drüber streiche und einen neuen Untergrund schaffe für ein schönes, cooles, schwarzes Kunstwerk. Und das lässt sich dann einfach mit dem Föhn mal durchtrocknen. Gesso trocknet ja sehr, sehr schnell. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem Kunstwerk. Ich habe mir einen Holzblock hergenommen, mit dem ich letzthin schon mal gedruckt hatte in schwarzer Farbe. Und nun streiche ich da weiße Farbe auf. Die Holzstrukturen sind ja immer noch vorhanden. Und das funktioniert jetzt auch noch einmal mit dieser weißen Farbe. Schaut mir einfach dabei zu, wie ich das mache. Streicht es ruhig etwas dicker mit der Farbe ein. Dann bleibt auch genügend haften am Untergrund. Dann überlege ich mir natürlich genau, wie ich das aufsetze, damit die Komposition des Bildes am Ende stimmt. Ich drucke mit diesem Block dann mehrmals auf das Bild. Das war jetzt relativ schwach, das werde ich später nochmal nachholen. Einfach nochmal mit Farbe bestreichen und weitere Druckvorgänge dann vornehmen. Ich setze das jetzt nochmal exakt auf dem vorherig gedruckten Block auf. Ja, jetzt sieht das schon wesentlich besser aus. Ja, jetzt ist es perfekt. Alles hat geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das muss jetzt wiederum trocknen. Ich habe mir ein Stück Alupapier aus der Küche geholt und davon reiße ich jetzt per Hand ein paar Streifen ab, die ich auf dem Bild dann aufbringen möchte. Es wird ja ein Mixed-Media-Kunstwerk. Da werden verschiedene Materialien verwendet und in dem Fall habe ich mir überlegt, als Gegenstück zu dieser Holzstruktur passt jetzt auch etwas aus Metall, in dem Fall hier eben Aluminium. Und es ist auch ein Material, das glänzt und ich finde, zu diesem Bild mit dem schwarzen Untergrund passt diese silberfarbene Alufolie besonders gut dazu. Ich nehme mir einfach einen Acrylbinder, den ich dann auf dem Blatt auftrage
Zunächst einmal lege ich diesen Acrylbinder auf dem Papier direkt auf, um den Streifen festzukleben, und anschließend gehe ich mit dem Acrylbinder, wenn der Streifen dann festgestrichen ist, noch einmal über die Oberfläche drüber. Er trocknet ja durchsichtig anschließend auf. Somit ist er dann am Ende unsichtbar fürs Auge und der glänzende Streifen findet sich auf dem Kunstwerk wieder. Selbstverständlich mache ich das nicht einfach wahllos, sondern ich überlege natürlich im Kopf bereits meine Komposition. Man kann ja diese Alustreifen dann erstmal auf das Papier auflegen, bevor man es festklebt, um dann die Wirkung zu sehen, wie sieht das am schönsten aus. Und wenn man sich sicher ist, dann klebt man es fest auf. In diesem Fall habe ich mir die glänzende Seite nach oben genommen, weil ich das ganz schön finde, zu der matten Acrylfarbe dann und zu dem matten Gesso ein glänzendes Material zu haben, so als Kontrast, als Gegensatz. Bei solchen modernen Kunstwerken finde ich, ist es sehr schön, wenn man sich in der Farbauswahl beziehungsweise auch in der Materialauswahl beschränkt. Das wirkt sehr viel edler und exklusiver, als wenn man da jetzt eben 100 Farben übereinander schichtet oder zu viele Materialien eben verwendet. Das verwirrt nur den Betrachter und so wird es eine klar angelegte Sache und ein ansprechendes Kunstwerk. So, das Ganze hat jetzt getrocknet und ich nehme mir einen Permanentmarker und auf diese Streifen trage ich jetzt Schriftzüge auf, die dann das Ganze noch interessanter machen.
So, jetzt habe ich meine Botschaft an die Welt hier aufgeschrieben und ich finde, es ist ein cooles Kunstwerk geworden. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Anne Pross.